Ja, guten Morgen. Wir sind heute hier in der Nähe von Berlin und wir haben unseren neuen Felix dabei. Beim Felix 208 4WD als Skitter-Variante haben wir nach wie vor unsere XXL-Kabine verbaut, die wir jetzt hier sehen und uns darstellen können. Was wir aber verändert haben, ist der Bedienerstand an sich, also die Bedienbarkeit des Fahrzeuges. Also das Drehen des Bedienerstandes läuft nicht mehr über diese separate Wippe, die wir hier neben immer hatten, sondern dieses Drehen erfolgt jetzt auch über die Joysticks. Da haben wir dementsprechend 2 Druckknöpfe dran und können so halt eben immer mehr an den Joysticks mit den Händen dranbleiben, sodass wir die Ergonomie in der Form auch wieder verbessert haben. Das Bedienterminal hat sich auch dementsprechend verändert, also was die Bedienbarkeit angeht. Das ist eine Kombination, wo wir versucht haben, das Nachvollziehbare zu verbessern, dass die Bediener einfacher mit den einzelnen Möglichkeiten umgehen können. Auch das Bedienterminal oder das Überwachungsinstrument, was wir in dem vorderen Bereich haben, ist fürs Auge größer geworden. Das heißt, also wir haben da einen bedeutend besseren Blick drauf. Und so haben wir eigentlich hier oben, was die Kabine an sich angeht, nichts verändert, sondern es ist nur in der Bedienbarkeit verbessert worden. Wir sind jetzt draußen am Felix. Das Felix-Konzept, so wie wir es kennen, als Vierrad-Skitter-Variante, ist im Grundsatz beibehalten worden. Was wir für positiv von unseren Kunden schon immer gehört haben, ist die Bodenschonung des Fahrzeuges. Das heißt also, wenn wir, so wie wir es hier gerade stehen sehen, das Fahrzeug in den Rundgang fahren, sodass wir spurversetzt von Vorderachse zur Hinterachse fahren, können wir das Gewicht auf breitere Füße stellen. Was wir antriebstechnisch verändert haben, ist, dass wir einen hydrostatischen Fahrantrieb gewählt haben. Und wenn wir jetzt mal zwischen den Vorderwagen und den Hinterwagen dort unten reinschauen, sehen wir, dass wir keine mechanische Verbindung mehr vom Vorderwagen zum Hinterwagen haben. Das Fahrzeug wird vom Antrieb her so organisiert, dass wir jeweils auf der Achse ein Pump- und Motorsystem haben und damit dann das Fahrzeug antreiben. Wir fahren eigentlich mit dem permanenten Allradantrieb und können dann aber im Arbeiten oder beim Arbeiten ein Lenkschwerdendifferential einschalten, sodass wir die Kräfte, die wir auf den Boden bringen wollen, optimal verteilen können. Was ebenfalls zur Bodenschonung beiträgt, ist halt eben, wenn bei diesen Fahrzeugen Ketten oder jetzt auch beim Sechsrad oder in der Sechsvariante ein Band verbaut werden würde, verändert sich ja auch dementsprechend das Verhältnis von der Vorderachse zur Hinterachse. Also es kommt eine bedeutend höhere mechanische Belastung auf den Antriebsstrang, was in dieser Form, so wie wir es heute gewählt haben, über den hydrostatischen Fahrantrieb und ohne die mechanische Verbindung von dem Vorderwagen zum Hinterwagen, auch hier das wieder optimiert wird und wir eine mechanische Belastung dem Fahrzeug entnehmen letztendlich. Also das ist dann hier hinfällig und das bedeutet letztendlich auch, dass wir auf dem Boden weniger Schäden verursachen, wie wenn wir diese mechanische Verbindung hätten und dieses Verändern über Kette oder über Band, was den Vorlauf von Vorderachse zur Hinterachse angeht. Der Seilwindenantrieb war ja bis dato immer mechanisch bei dem Felix. Auch hier, da wir die mechanische Verbindung vom Antrieb weggenommen haben, haben wir genauso auch den mechanischen Antrieb für die Seilwinde entfernt und treiben heute unsere Seilwinde auch hydraulisch an. Das heißt also, auch hier können wir darstellen, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, was die Seilgeschwindigkeiten angehen, was die Kräfteverhältnisse angeht und halt eben auch hier keine mechanische Verbindung vom Vorderwagen zum Hinterwagen. Auf der linken Seite, wo wir das Stahlseil sehen, haben wir einen Seilausstoß mit eingebaut, der uns das Seil von der Trommel ausgibt. Die rechte Seite ist hier mit einem Denemer-Seil ausgestattet. Das Denemer-Seil wird in aller Regel genommen für Gefahrenbaumfällung. Da passt es dann dementsprechend schön und das ist leicht, das ist das Wichtige dabei. Wie immer sehen wir bei unserem Felix eine Klemmbank verbaut. Die Klemmbank sitzt auf der Hinterachse, aus unserer Sicht die richtige Position für die Klemmbank. Das ist eine Klemmbank, die 0,7 Quadrat hat und eigentlich sehr schön zu dem Gesamtkonzept des Fahrzeuges passt. Ich finde das neue Fahrzeugkonzept, speziell das Antriebskonzept, finde ich richtig gut geworden. Wir haben die ersten Versuche, die wir gefahren haben, gesehen, dass wir auf dem Boden fast keine
fast keine Kratzer mehr sehen. Also sprich, dass die Kräfteverteilung funktioniert hervorragend. Das macht richtig Spaß, mit dem Fahrzeug in den Bestand reinzugehen und in dem Fahrzeug zu arbeiten. Echt toll.